Simone Zöller, letzter Tag, der 22. Januar 2023. Du stehst vor einem wunderschönen Fahrzeug, das sich an Schönheit nicht mehr bebieten kann, denn es kommt aus Italien, so viel ist ganz sicher. Und es ist ein voll integriertes Fahrzeug. Was haben wir gelernt? Was ist hier anders gegenüber dem teilintegrierten? Man sieht das Fahrerhaus nicht mehr. Das hat natürlich Vorteile. Welche? Man hat einfach den Blick, also viel offener. Oben ist es halt nicht so eingegrenzt. Man ist halt fast auf dem Dach sozusagen. Man hat den Überblick. Einen großen Rundumblick durch die großen Scheiben. Was ist noch gut? Was denkst du? Was fällt dir noch so ein? Man hat halt vorne noch, also wenn man drin steht, hat man halt die Breite vorne noch, die dann halt fehlt beim Teilintegrierten. Was noch wichtig? Das ist gut, Breite ist gut, korrekt. Ja, du hast viel mehr Raum. Der Preis ist nicht so gut, die sind meistens teurer. Aber auch gar nicht so viel. Also es ist wirklich eine Entscheidung, die man sich bewusst treffen muss. Was fällt dir noch auf hier vorne? Ich finde halt, es macht eigentlich keinen Unterschied, weil du hast halt, also es macht insofern von der Breite keinen Unterschied, weil du hast ja hinten das breiter, also kannst du es ja auch vorne dieselbe Breite nehmen. Also ein Hauptunterschied, warum viele die vollintegrierten kaufen, ist einfach, weil es zeitloser ist. Das heißt, jetzt kommt der neue Fiat Ducato, hat eine neue Schnauze. Jeder sieht, dass du ein altes Auto hast, das siehst du hier erstmal nicht. Ach so. Weil die nicht so oft gebaut werden. Also es ist und von vorne gar nicht zu sehen. Okay. Da könnte auch ein Mercedes drunter sein. Du kannst nicht sehen, was drunter ist. Ja. So, i745 EB. EB steht für Einzelbetten. So, bitte mal die Tür öffnen. Es gibt eine extra Tür an der Seite. Habe ich auch noch nicht so gesehen. Ja, ist bei den ganz großen Fahrzeugen. Du kannst ja mal kurz drum rumlaufen. Wenn du mal dann von innen öffnest, dann geht sie auf. Und dadurch kann ich natürlich, wenn ich nur mal tanken gehe, muss ich nicht mit den dieselbeschmutzten Schuhen durchs ganze Wohnmobil laufen. Simone geht mal auf und ich habe dann zusätzlich noch mal einen Ausgang. Und guten Morgen, Simone, von der anderen Seite, dass ich da sehe. Wir haben ein Hubbett mit drin. Guck mal, das ist ganz groß, wie beim Liner. Also und ich persönlich finde das auch um einiges schicker, so einen voll integrierten. Jetzt auf einmal. Wieso jetzt auf einmal? Also findest du ihn schicker, warum? Weil du mehr Platz hast, wa? Ja, auch. Es macht irgendwie mehr her, finde ich. Und er ist gar nicht so viel teurer. Also wenn du das jetzt mal wirklich realistisch rechnest, du kriegst da viel mehr Wohnmobil, viel mehr Platz. All das hast du da. Du bleibst mal da. Ich mach gerade noch eine Mod hier für die Garage. Große Heckgarage mit drin. Auch das Fahrzeug hier kann man prima auflasten. Und wir haben zwei gleich große Türen mit eingebaut. Das Hubbett werden wir euch gleich mal zeigen, denn das ist groß und es trägt auch nicht so auf, also bei der Höhe. Wir haben 7,45 Meter Länge, 2,95 Meter Höhe und 2,35 Meter Breite. Preis 80.600 €. Wir sind aber noch deutlich unter 100.000 €. Ich meine, das ist ja auch vielen wichtig, die sagen, mein Gott, das ist alles schon teuer geworden, aber so 200.000, 300.000, 400.000 €, die will ich jetzt auch nicht ausgeben. Und wenn du den Boden siehst, das ist wirklich ein schicker Vinylboden, der hier am Boden liegt. Was mich mal interessieren würde, also ich meine, du hast ja mehr Kontakt zu Campern, wie finanzieren die meisten das? Also nehmen die wirklich einen Kredit auf oder finanzieren Banküberfall. Das denken die meisten, wenn die das sehen. Du, viele haben finanziert, die Zinsen waren ja gegen null. Du konntest bis 10 Jahre finanzieren für ganz kleinen Zinssatz. Das ist over and kommt nicht mehr. Zumindest nicht mehr so schnell. Ja. Dann gibt es den einen oder anderen, die haben nicht die ganze Kohle wie du verprasst, ja, für irgendwelche Urlaube, teure Autos, Klamotten, was weiß ich alles, und legen das zur Seite. Aber 80.000, ich glaube, haben die wenigsten bar auf die Kralle, oder? Boah, also wenn du überlegst, es gibt ein paar Millionen Reisemobile, es gibt 80 Millionen Deutsche, da gibt es so irgendwie 6, 8 Millionen Reisemobile, da scheint es wohl ein paar Leute zu geben, die Kohle halt nicht ganz rausgehauen haben. Ja. Gut, es gibt auch viele, die können auch nichts beiseite legen. Ja, das kommt dann schon mal vor. Aber für die wird es halt jetzt schon schwieriger, wenn man mit Finanzieren und Zinsen und so und dann,
wird schon schwieriger. Es gibt ja noch andere Möglichkeiten. Du kannst ja auch im Wohnwagen arbeiten mit Riesenplatz für kleines Geld. Das ist also auch ein dickes Ding, was viele machen, die sagen, hey, ich investiere in ein gebrauchter Wohnwagen, kostet 8.000 Euro. Klar, das hier ist natürlich auch ein richtiger Traum, den du hier hast. Auch für 90.000. Viele beschweren sich ja, sagen, für nur 90.000 Euro, das ist im voll integrierten Bereich, ist das hier gar nichts. Das ist neu, ist das wirklich gut, also vom Preis her. Ja. Und die waren auch gar nicht so viel billiger. Also vor 2 Jahren, vor der Pandemie, hast du vielleicht irgendwie 6.000 Euro weniger bezahlt. Also es ist in sich, muss man sagen, sind die Preise für die vollintegrierten gar nicht so explodiert. Ich habe mir mal einen rechnen lassen, richtig schön voll, von Etrusco damals. Der lag dann auch schon bei 80.000 Euro. Also das war wirklich so. Stehen wir bitte auf, dann sehen wir mal die Polster. Wie war das Sitzgefühl? Ist bequem, absolut. Italienisch. Ja. So, Forster, da oben sieht man es sehr schön. Ein Hersteller, der ja auch schon lange auf dem Markt ist, also Qualität seit Jahren bietet. In Italien baut, bei einem der größten Hersteller Europas. Und da sieht man auch wirklich, also alles ist wirklich vom Feinsten bearbeitet. Die machen automotive Fertigungsqualität, also wirklich in hohen Stückzahlen und einer hohen Genauigkeit. Was man hier jetzt auch nochmal sehr schön sieht, warum das hier beim Vollintegrierten so toll ist, weil man hier eben den Raum hat und die 2 Sitzplätze vorne halt auch noch für die Sitzgruppe super nutzen kann und das nicht so ein, ja, irgendwie so ein Zweiteil, also vorne finde ich, also bei den anderen ist es halt oft so, dass es halt nochmal eine Stufe gibt oder so und hier ist es wirklich so in den Raum mit integriert. Ja, du siehst auch vorne hier die rechts hier Ablage, das ist die Verbreitung, guck mal, das Originalfahrerhaus ist ja noch drin. Ja. Und da rechts, das ist die Breite und das ist in Prozent, ist das groß. Also wenn du hier auf der Seite auf einmal 15 cm auf beiden Seiten mehr Platz hast, dann ist das für das Raumgefühl natürlich wunderbar. So, jetzt fahren wir das Hubbett runter. Nein, wunderbar. Okay. Ich werde jetzt die nächsten 20 Videos wunderbar sagen. Irgendwas hängt. Nee, zieh! Ich will nichts kaputt machen. Zieh, Handballerin. So, das geht nach vorne, hast du gemerkt? Ja. Also es geht einmal hoch und nach vorne und dadurch hast du eine Feder gezogen. Das Besondere ist, die Feder wirkt für dich, wenn du es wieder hochziehst. Zieh es mal hoch, dann geht es viel leichter. Das heißt, du musst es leicht ziehen und dann kommt es von selbst. Merkst du? Ja. So, und jetzt zieh es nochmal runter. Das ist übrigens auch eine Fitnessfunktion, die hier mit eingebaut ist. Du kannst, wenn du das 60 Mal hintereinander machst, bist du wach. Das neue Fitnessgerät im Wohnmobil. So, zieh mal Schuhe aus. Und dann, langsam wird's mit meiner Moderationsstimme, oder? Ich finde die super. Also wenn du die noch 5-mal veränderst, dann will dich keiner mehr hören, weil die sagen, das haben wir den ganzen Tag in der Werbung. Und Simone wollen wir so haben, wie es geht. Aber du kannst ja mal so moderieren. Du kannst sagen, kaufen Sie dieses Wohnmobil. Kaufen Sie unbedingt dieses Wohnmobil. Fast. Na, muss noch üben. Nee, du könntest sagen, kaufen Sie dieses Wohnmobil. Kaufen Sie dieses Wohnmobil. Das nennt man im Zombie, die Stimme. Also die heißt doch, es gibt eine ganz schlimme Stimme, die heißt Kinderschänder. Kennst du die? Nee. Die ist so, na Kleine, was machst du heute Abend? Gott im Himmel, ey. Die ist schlimm, oder? Ja. Das ist so Fachjargon. Wenn du im Prinzip Aufnahmen machst und das so sagst, dann weiß jeder Bescheid. Dann weiß jeder Bescheid. Okay. So, na Kleine, was machst du heute Abend? Das ist, kommt aus der Werbung, wenn du es so hast. So, nehme ich übrigens auch alles zurück. So, komm mal runter. Also großes Bett ist mit drin. Und es gibt noch eine andere Stimme, die heißt VADF. Kennst du die? Nee. Die VADF, wenn du also jeden Sprecher und du schickst das mit bei der Produktion und hättest gern VADF. VADF heißt voll auf die Fresse. Und heißt, wenn du zum Beispiel ein Möbelhaus hast und machst einen Spot dafür, dann heißt das denn, jetzt bis 31.12. viel Geld sparen. Oh ja. Weißt du, ob du die kennst, die Stimmen, ja? Ja. Neue Möbel gibt es jetzt in großer Auswahl. Bei XXL Lutz. Ja, Werbung, das wollen wir ja nicht machen. Wir wollen ja so bleiben, wie wir sind. Ganz natürlich. Ganz natürlich. So, komm, wir zeigen die Küche. Ganz kurz, ich will noch dazu sagen, hier kann man ja jetzt auch noch ganz normal sitzen und so weiter, wenn jetzt schon 2 Leute im Bett sitzen, ja, liegen. Okay, das bedeutet, also einer kann schon mal schlafen, der kann auch Fernsehen gucken hier oben und der andere, der kann sich hier noch schön einen hinter die Binde kippen. Ja. So ist das. Und der Tisch, der lässt sich übrigens auch drehen, das machen wir jetzt nicht, aber es geht. Und du hast indirekte Beleuchtung. Magst du mal den Schalter finden dafür? Guck mal am Eingang. Ich glaube, da ist der Schalter. Am Eingang, da ist der Eingang. Guck mal da unten. Ja. So, und dann geht die indirekte mal so mal aus. Da vorne hast du 2 Stück. Zack. Und da kannst du die indirekte Beleuchtung, mach mal alles an, was so irgendwie geht. Hier so Flagship-mäßig. Aber der ist schon schick, oder? Ja, finde ich super schön. Das ist nochmal so ein schönes Detail, was es gemütlicher macht.
Hier haben wir wieder große Schränke. Stabil. Beide gleich. Mach ich jetzt nicht auf den anderen, ne? Nicht aufmachen. So, dann... Der ist tief, oder? Ja. Okay. Und dann große Schublade. Oben drin eine Zwischenschublade. Soft close. Viele Leute denken jetzt, warum wir sowas machen und nichts Ordentliches wie Yachten. Ja, machen wir bald. Wann denn? In genau einem Tag eigentlich. Also da fängst du zumindest an. Dann fahren wir zu Boot. Yay! Yeah. Guck mal hier, großer Kühlschrank. Ich glaube, der stinkt. Der stinkt auch wieder ein bisschen. Das liegt aber wirklich, es liegt an diesen Ausdünstungen, geht nach einigen Jahren weg. Nach einigen Jahren? Nein, nach einigen Tagen ist das weg. Das ist, wenn die nagelneu sind, dann können die so ganz leichten Geruch bilden. Ganz leicht. So, geh mal raus, die dünsten halt ein bisschen aus. Ja. Und setze ich mal hinten drauf, dass ich ein bisschen mehr Overhead habe zum Filmen. Da sehen wir Simone Zöller auf 2 Längsbetten und auch hier wieder mal die ganz tolle Mechanik mit drin, sodass ich von oben ganz bequem an diese riesengroßen Kleiderschränke rankommt, die zufälligerweise auf beiden Seiten sind. Oh, welch Wunder. Man hat nachgedacht. Habe ich auch schon mal gesehen, dass du die eine öffnen kannst und die andere nicht, aber da gehen hier beide. Ja. Und da hast du ein riesen Staufach mit drin. Hier übrigens, kleiner Fun-Fact, hier kannst du noch ganz kleine Sachen drunter legen. Wie zum Beispiel Stangen oder so irgendwas. Ja, die passen unter das Bett drunter. Machen viele. So, Dusche. Warte, wir tauschen mal. Wie machen wir das jetzt? Wir drehen mal. Ich freue mich schon auf den Dreh mit Sandra, muss ich sagen. Das ist, ich habe das erste Mal, dass wir Wohnmobile zusammen drehen. Die kommt am Dienstag. Da machen wir die Boot und auf der Boot stehen sogar Wohnmobile. Hast du gewusst? Ja. Und da macht die Wohnmobile auch. Nee, da sind die ein, zwei Wohnmobile machen Hausboote, ganz viele. Die sind ja auf der Boot drauf. Und das ist ein ganz großes Thema, ist Hausboote. Und die werden wir uns mal ganz genau anschauen, weil das ist quasi ein Tiny House auf dem Wasser, weil du da auch nicht diese Breitenbeschränkung hast und es auch viel billiger ist für den Transport, weil es schwimmt. Es schwimmt. Ja. Geh mal rein, da ist eine Dusche, da kannst du einen Lichter machen und mal anlassen. Und Dusche ist groß. Mach mal die Tür zu, bitte. Und jetzt tu mal so, als würdest du duschen. Warte. Erstmal hier alles dicht machen. Macht sogar das Geräusch. Bitte mal drehen um die eigene Achse, dass man sieht, also kannst dich drehen und wenden, das klappt. Und jetzt bist du fertig. Und dann kommt immer das Unangenehme, das kennst du. Du hast kein Handtuch. Genau, mach mal auf. Du hast kein Handtuch und draußen wird es dann kalt direkt, ja, weil wenn du duschst, wird es ja schön warm. Ja. Oh, das ist das Schlimmste, ey. Und aus diesem Zweck, mach mal auf, gibt es nämlich hier kein, okay, aber da gibt es einen Handtuchhalter. Das ist ja an der Stelle. Also ich würde mir hier noch welche hinkleben. Es gibt so Kleberaufkleber, dann kannst du. Kleberaufkleber. Ja. Die Tautologie des Tages. Vor allem dieses, oh, da ist ja gar kein Haken. Ja, aber kann man einfach hinkleben. Also es gibt welche, die kannst du auch wieder rückstandsfrei entfernen. Das kennst du ja. Wir sind auf der Toilette und ich glaube, Simone, wir haben es gepackt, ja. 13 Minuten, die sich gelohnt haben, hier in diesem voll integrierten, schönen Forster mit Hochglanzoptik und der Radiomoderationsstimme von Simone Zöller. Sag mal was in der Anmoderation. Sag mal so, 12:34 Uhr. Seid ihr auch schon da draußen gewesen im Schnee heute Morgen? Warst du schon im Schnee? Ich war heute Morgen schon im Schnee. Und Geht doch, habe ich doch gesagt. Ja, das ist zwar vollkommen unnatürlich, aber das klingt dann gut. So, wir gehen schnell rein, sind fertig, dann können die anderen rein. Sind die Massen denn schon hier reingestürmt in die Halle? Ich frage mal so. Nee, sind noch nicht da. Wir haben es noch nicht so weit. So, wir haben es noch nicht so weit. Um 10 Uhr, ich glaube sonntags, da geht's richtig ab hier, oder? Genau, wir planen so, ja. So, du machst sauber hier drin, gell? Weil wir nämlich eben gezeigt haben, sind ein paar Sachen. Nein, ich bin von Klesana. Ach du machst die geilen Klos, machst du? Nein, richtig, genau. Ist hier eine Klesana drin? Genau. Nee, in dem Modell nicht wirklich. Wir schauen aber, wo sie adaptiv eben reinpasst entsprechend. Ich habe darüber schon berichtet, über eine Klesana. Ihr müsst uns nur mal eine schicken, ja, dann können wir die mal ausprobieren, weil ausgiebig testen, ja. ich hab die erste habe ich nämlich, wo habe ich die gefilmt? In Düsseldorf, ja. Wirklich, ja. Genau. 21 oder 22, genau. Nee, die ist jetzt schon eingegobaut in einigen Fahrzeugen, hier Genau, auf der Messe. Ja, haben wir schon gesehen, genau. Auch wir wurden überrascht. Ja. Bei mir habt ihr die gesehen? Nee, oder? Nee, Megamobil hat eine drin, Cargo Clips hat eine drin und Globe Traveler. Und Globe Traveler.
Alpine, Caben, Crosscaben. So, wenn du schon gerade dabei bist, zeige ich es mal gerade. Clesana, ihr habt ein Klo erfunden, wo das Kaki eingeschweißt wird. Richtig, genau. So, und das Pipi, wo kommt das hin? Vorne in den Tank? In denselben Beutel, genau. In denselben Beutel? In denselben Beutel. Genau, wir können einen Absorber benutzen, um die Flüssigkeit eben zu binden entsprechend. Ist der durchsichtig, der Beutel? Nein, genau, der ist Restmüllfarben. Genau aus den Gründen, genau. Okay, weil ich kann mir vorstellen, es wäre gar nicht so schlecht, wenn er durchsichtig wäre, wenn man zum Beispiel mal kurz zum Urologen muss, oder? Dann zur Untersuchung abgeben an der Info, genau, an der Rezeption, genau. Ja, Nee, das ist nämlich der Running Gag bei der Clesana. Wenn du überlegst, man müsste die Beutel nämlich auch durchsichtig haben, da kannst du dir angucken, was du gemacht hast, ja, und kannst auch so dann rum machen. Aber das, der Füllstandsanzeige? da darf ich nämlich, im Prinzip darf ich das in Hausmüll machen, Clesana? Ja, in den Restmüll, genau. Echt? Fäkalien gehören immer in den Restmüll, ja. Tatsächlich, genau. Also- Entweder in die Klärung entsprechend oder in den Restmüll. Also Hundestreu auch zum Beispiel. Genau, richtig, genau. Es kann auch Hygieneartikel, Kosmetikartikel, Kinderwindeln, sonst was aus dem Kühlschrank nicht überlebt hat. Okay, und da ist auch niemand, der anschließend da eine Resttrennung macht oder sowas. Ja, Das geht der normalen Verwertung, also wird ja verbrannt in Europa, genau. Alles klar, vielen Dank. Du bist der Name? Johannes Wörmann, genau. Ja, von Clesana. Clesana, also kauft ihm die Bude leer. Er hat das beste Klo der Welt. Preis, was kostet was? Um die 1200 bis 1300 Euro im Handel, genau. Also Dankeschön. Ganz normal beim Campinghandel zu erwerben, genau. So, und jetzt geht's gleich los. Komm raus, Simone. Tschüss. Da ist er, Clesana. Und hier steht er, der wunderschöne Forster i745 EB. Sag mal, das ist der Motivationssong. Und die Leute sind unglaublich motiviert, wenn der Song läuft. Ich habe einige schon beobachtet, die richtig da mittanzen. Cool. Ja, aber ist wirklich ein guter Laune-Song. CMT. Komm, tschüss.